Good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. I am sure this series is doing you good Ich bin sicher, dass diese Serie euch gut tut, because this truth always does good. weil diese Wahrheit immer gut tut. So we see that the first wrong mentality which many people have is the mentality of the slave. Also wir haben gesehen, dass die erste falsche Mentalität, die viele Menschen haben, die Sklaven-Mentalität Which ist. was the older son. Und das war der ältere Sohn. But the younger son also had a wrong mentality with which he related to the father. Aber auch der jüngere Sohn hatte eine falsche Mentalität, mit der er dem Vater begegnete. And we have to really also get rid of this. Und auch diese müssen wir wirklich loswerden. He had the mentality of an orphan. Er hatte die Mentalität eines Waisen. You know, I found that many Christians have an orphan mentality. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass viele Christen eine Waisen-Mentalität You haben. don't have to grow up as an orphan to have an orphan spirit. Und du musst nicht wie ein Waise aufwachsen, um einen Waisen-Geist zu haben. Many Christians actually had a father, but they still approach God with an orphan mentality. Denn viele Christen hatten eigentlich einen Vater, aber sie begegnen Gott immer noch mit dieser Waisen-Mentalität. Why? Wieso? Because they had a father, but in reality the father was emotionally absent. Weil sie zwar einen Vater hatten, aber dieser Vater emotional abwesend war. Or maybe the father was harsh and never gave them the feeling that they are worthy. Oder vielleicht war er auch barsch und gab ihnen nie das Gefühl, wertvoll und würdig zu sein. Now they live with this orphan mentality. Und so leben sie jetzt mit dieser Waisen-Mentalität. The younger son, when he came back to the father in the story, Als der jüngere Sohn in der Geschichte zum Vater zurückkam, he had the orphan mentality. That's how he approached the father. so hatte er diese Waisen-Mentalität. Auf diese Art und Weise ist er zum Vater gekommen. Schaut euch den Vers 21 Remember, an. the story goes he's wasted everything, Erinnert euch, er hatte alles verschwendet, no more money, er hatte kein Geld no mehr, job, keine Arbeit no food. und nichts zu essen. He says, and the son said to him, Und er sagt im Vers 21, der Sohn aber sprach zu ihm, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Schaut euch das an. How did he know that he was not worthy to be called son? Wie wusste er, dass er es nicht mehr wert war, Sohn genannt zu werden? How did he know how the father would feel about him? Wie wusste er, wie der Vater von ihm denken würde? It was in his perception. Es war in seiner Vorstellung, seiner It Wahrnehmung. clearly shows us that the father never perceived him like an orphan. Die Geschichte zeigt uns ganz klar, dass der Vater ihn nie wie ein Waise behandelt hatte. The story clearly shows us that the perception of the father towards the son and the perception of the son to the father were completely opposite. Die Geschichte zeigt uns auch ganz klar, dass die Wahrnehmung des Vaters dem Sohn gegenüber und die Wahrnehmung des Sohnes dem Vater gegenüber komplett entgegengesetzt war. Worthy to be a son. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. It's an orphan. Das ist ein Waise. You know, here are the symptoms of people who approach God with an orphan mentality. Menschen, die Gott mit einer Waisenmentalität begegnen, machen das auf folgende Art und Weise. Number one, Erstens, feel abandoned. du fühlst dich immer verlassen, Because orphans are abandoned. weil Waise verlassen sind. So you always feel like, oh, God has abandoned me. When I need him, where is he? Und du fühlst dich immer wie, oh Gott hat mich verlassen, immer wenn ich ihn brauche, ist er nicht da. Do you know, this is something that's so powerful. Aber wisst ihr, da ist etwas, was so kraftvoll ist. Will have what your heart believes. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. If you believe that God is not there when you need him, you will experience this. Wenn du glaubst, dass Gott nicht da ist, wenn du ihn brauchst, wirst du das auch so erleben. Not because God withdraws himself, but because the faith of your heart brings result. Nicht, weil Gott sich dir entzieht, sondern weil der Glaube deines Herzens Resultate nach sich Because zieht. your heart will bring you into circumstances where you don't experience God. Dein Herz bringt dich nämlich in Situationen, wo du Gott nicht erlebst. So you have to change the perception if you feel always abandoned by God. Somit musst du deine Wahrnehmung oder Ansicht ändern, wenn du dich immer von Gott verlassen It's a fühlst. sign of the orphan mentality. Das ist ein typisches Zeichen der Waisen-Mentalität. Another orphan mentality symptom is you always feel rejected. Ein weiteres Symptom der Waisen-Mentalität ist es, dass du dich immer abgelehnt fühlst. You know, people who always feel rejected, it's very hard to actually even work with those people. Mit Menschen, die sich immer abgelehnt fühlen, ist es sehr schwierig, sogar zu arbeiten.
Like, you make one little mistake and they feel you've rejected them again. In reality, you didn't do anything. Wie in etwa, du machst einen winzig kleinen Fehler und sie fühlen sich gleich abgelehnt, obwohl du eigentlich überhaupt nichts gemacht You've hast. got to try to affirm people to make sure they feel accepted. Von morgen bis abends musst du solche Leute immer bekräftigen, ermutigen und bestätigen, um sicherzugehen, dass sie sich akzeptiert fühlen. Aber bitte missversteht mich nicht. Of course, I believe we Christians need to love one another, accept one another, and affirm one another. Yes. Ja, natürlich müssen wir Christen uns gegenseitig lieben, akzeptieren und ermutigen, klar. That's not what I'm talking about. Aber darüber rede ich nicht. But there are people, it's almost impossible to work with them because no matter what you do, they take it as a personal rejection. Doch es gibt Menschen, mit denen es fast unmöglich ist zu arbeiten, weil egal was du machst, sie als persönliche Ablehnung auffassen werden. Feel that you're always rejected. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer abgelehnt wirst, You have to go to the root in your heart dann musst du schnell zu der Wurzel deines Herzens kommen and understand that you have an orphan mentality. und verstehen, dass du eine Waisen-Mentalität hast. You've got to let it go, Du musst loslassen, reject it, sie ablehnen and you're no longer an orphan, you're a son. und deklarieren, dass du nicht länger ein Weise bist, sondern ein There are Sohn. more symptoms. Aber es gibt noch mehr Anzeichen I'll tell you tomorrow. und darüber reden wir morgen.